Also wir haben uns jetzt kurzfristig umentschieden, dass wir weiterfahren. Wir sind um 3:30 losgefahren. Wir nähern uns jetzt der Meerenge zwischen Euböa und Andros, die Todeszone. Perfekter Tag. Also wir haben uns jetzt kurzfristig umentschieden, dass wir weiterfahren, und zwar nach Kymi aufs Festland, aber das können wir euch gleich noch erzählen, und deswegen muss das Schlauchboot jetzt erstmal noch hoch. Wir fahren jetzt nach Kymi rüber. Das ist nicht so schön wie hier, aber dort liegen wir total ruhig und dann warten wir, bis wir, heute ist Samstagnachmittag, bis wir Montag früh Richtung Kykladen fahren können. So. Und wir wollen auch ein bisschen segeln, wir sind zu wenig gesegelt in letzter Zeit. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Festhalten, das hält sonst so. Ja, wir fahren ein bisschen Lage. Ja, wir sind flott. Also die Super Maramu hat uns abgehängt. Ja, keine Chance gegen eine Super Maramu. Die ist aber auch 2 Meter länger. Ja, aber trotzdem, also dafür, also sie fährt einen halben Knoten etwas schneller. Wir haben einen halben Wind und fahren 6,1 Knoten und es ist angenehm, weil wir nur eine leichte seitliche Welle haben. Wunderschöner Sonnenschein. Unsere Freunde segeln vor uns, so, weiß ich nicht, was sind das? 4 Meilen Entfernung. Und ja, es ist ein schönes Segeln, und Kymi fahren wir jetzt deswegen an, damit wir nicht aufs Tyros noch eine Nacht bleiben müssen, weil da haben wir beide nicht so arg viel Lust drauf. Und in Kymi kann man gut einkaufen. Kymi soll auch schön sein, also der Ort selber oben. Und wir vertun uns nichts. Wenn der Wind am Montag oder Dienstag dann kommt, sodass wir weiterfahren können, dann passt das von dort aus genauso. Und nach 3 Tagen in der Bucht liegen bei Meltemi war uns jetzt einfach mehr nach vorwärts kommen, nach Segeln, als nach in die nächste Bucht legen. Weil in Buchten gelegen sind wir genug den Sommer über. Das stimmt. Cool. Jetzt. Guck mal, die Reha ist nur 1,3 Meilen vor uns. Die Super Maramu ist nur 1,3 Meilen vor uns. Sie sind hinter uns gestartet. Genau. Und wir sind schon 17,3 Meilen gefahren. Also Ja, wir haben es nicht mehr weit. Also ich will damit sagen, wir segeln vielleicht seit 2 Stunden, oder? 2,5 Stunden. Und in der Zeit hat sie 1,3 Meilen gut gemacht. Also finde, da halten wir ganz gut mit. Ja, bin ich zufrieden. Ja. Und in einer Stunde sind wir da. Was? Es sind 22 Meilen darüber. Was hast du gerade gesagt? Wir haben noch 13,2. Ach so. Ja. Okay, da habe ich dich falsch verstanden. Ja, aber ich meine, die Reha ist auch 2,5 Meter länger und die hat natürlich deutlich mehr Segelfläche. 2? Aha. 2. Ich dachte Nicht mal, die sind 2 16,5. Ne? Ich beschwere mich nicht. Und Christoph hat schon wieder gezuppelt und gezuppelt und gezuppelt an den Segeln bis zum geht nicht mehr. Oder noch mal um 0,1 Knoten schneller zu werden. Ja, Marion wollte nicht ans Steuer, bei der geht das ohne Zuppeln. Die ist ohne Zuppeln schneller als ich. Also. Ja, nu, ist halt so. Kannst auskuppeln. Maschine aus, wir stehen.
Wir liegen 3 Tage auf Skyros in einer einsamen Bucht. Der Meltemi bläst kräftig, wir sitzen fest und wir machen das Beste daraus. Am 3. Tag kommt noch ein Boot, Freunde von uns, mit einer Amel Supermaramu, dem Schwesterschiff unserer Licorne. Eigentlich wollten wir zusammen nach Linaria segeln, aber der Wind war einfach zu gut. Also ändern wir den Plan und fahren weiter nach Kypros. Und das war die richtige Entscheidung. Nicht nur, weil das Segeln fantastisch war, sondern auch, weil uns Kymi total überrascht hat. Wir hatten mit nichts Besonderem gerechnet und fanden einen authentischen Ort lebendig und echt. Und der perfekte Platz, um kurz innezuhalten und auf das nächste Wetterfenster zu warten. Ist das hier das Bookshelf? Nein, das Bookshelf war doch drüben. Stimmt. Das war nicht hier. Jetzt fällst du erstmal um. Der seltene Moment. Was denn? Es ist dunkel und beide sind vor der Kamera. Ja, aber nicht mehr lange. Kommt nicht so oft vor. Genau. Was ist nicht mehr lange? Es ist nicht mehr so lange dunkel. Ja, hoffentlich. Also da hinten sah es gerade so aus, als ob die Sonne aufgeht, aber das ist die falsche Himmelsrichtung. Das ist Athen. Ja. Athen geht auf. In Athen geht die Sonne auf. Ja. Ja, ich übergebe dir mal was los. Ja, ich kriege jetzt das rote Licht. Was ist los? Wir segeln. Wir sind um 3:30 losgefahren, also unser Buddyboat und wir. Und ja, also im Moment kann ich das Wetter noch nicht so richtig einschätzen. Heute Morgen war es so erstmal, bis wir raus waren aus der Bucht, war wenig los. Dann waren zwischendrin bis zu 22 Knoten, jetzt haben wir 10 Knoten. Und wir haben eine relativ hohe achterliche Welle, also für den Wind eine relativ hohe Welle. Aber ansonsten will ich mich nicht beschweren, also es läuft. Wir fahren im Moment 3,4 Knoten. Wir werden jetzt wahrscheinlich bald wieder überholt von unserem Buddyboat. Ich war sehr stolz, dass ich die überholt habe, weil das sind deutlich länger als wir und deutlich größer. Ja, aber ich bin auch einen anderen Kurs gefahren, muss man fairerweise sagen. Habe deswegen früher dann mehr Wind bekommen und konnte früher alle 3 Segel setzen. Wir fahren Richtung Andros. Wir wollen heute das Gebiet hier oben verlassen, Kalkitiki, Sporaden, und fahren heute Richtung Kykladen. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, wie wir danach weiterfahren wollen. Das müssen wir mal sehen. Aber jetzt fahren wir erstmal Richtung Kykladen und hoffen wir mal, dass die Fahrt so angenehm wird wie gedacht. Wir sind ja heute Morgen extra früh los, um 3:30 schon, damit wir den Wind kriegen, weil wir den nicht so arg lange haben und später durch eine Meerenge durch müssen. Wir fahren die ganze Zeit über 6 Knoten, teilweise über 7. Hin und wieder habe ich sogar schon die 8,4 gesehen, also ganz großartig. Und wir fahren Schmetterling. Ich habe die Genua ausgebaumt und das Groß auf der anderen Seite. Und ja, das ist eine Plattform Wind. Also Wind aus 180 Grad. Ich hatte eine Zeit lang noch den Besan dazu, habe aber festgestellt, dass das Boot, wie soll ich denn sagen, das Boot war unruhiger. So läuft es ruhiger und ich verliere auch keine Geschwindigkeit. Die Genua ist besser gefüllt, als wenn ich den Besan noch hätte. Also der Besan war auf der Seite der Genua und hat damit die Genua ein bisschen verschattet. Jetzt steht die Genua besser, ich habe mehr Ruhe im Schiff, das Schiff pendelt weniger. Ja und wow. Wahnsinn, da drüben geht die Sonne auf, beste Laune, alles klar. Losgefahren sind wir heute Morgen in Kymi, das ist auf der Nordseite von Evoia, also der langen Insel, die östlich von Athen liegt, Richtung Ägäis.
Und wir wollen heute nach Andros fahren. Das ist sozusagen die erste Kykladeninsel, wenn man so will. Ich weiß gar nicht, ob sie dazugehört, aber das ist der Bereich jedenfalls. Und wollen aber auf die Rückseite. Das heißt, wir müssen heute zwischen Evoja und Andros durch diese Meerenge durch. Und da gibt es Strömungen. Normalerweise 1,5 Knoten bis zu 4 Knoten. Also ich bin gespannt, was uns da erwartet. Weil wir aber Welle und Wind aus der gleichen Richtung haben werden, wird das von der Welle auch okay sein. Da muss man aufpassen, von der anderen Seite ist es schwierig. Wir haben aber heute auch moderate Windverhältnisse. Also das Höchste, was ich vorhin mal gesehen habe, waren irgendwie 23 Knoten. Jetzt fahren wir die ganze Zeit irgendwie so, ja was sind das, 16, 17 Knoten werden wir haben, achterlich. Also relativ entspannt und ja, wir haben noch eine Welle oder wir haben jetzt eine Welle von 0,5 oder so, surfen also die Welle ein bisschen runter, weil wir die von Achtern haben. Ja, es ist einfach großartig. Es macht so Spaß, heute in den Morgen rein zu segeln. Und wir haben jetzt schon 18 Meilen und das Navi sagt, wir sind um 14 Uhr da. Also das glaube ich zwar noch nicht, wir werden nicht so schnell weiterfahren, aber im Moment macht es einfach tierisch Spaß. Circa die Hälfte der Strecke haben wir jetzt. Wir haben noch 30 Meilen, 27 haben wir schon. Ja, circa die Hälfte haben wir. Kommen gut voran. Die Welle schiebt uns. Ist angenehm heute, ne? Macht total Spaß heute. Ist echt schön. Alles gesagt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es macht total Spaß, alles schön. Wir nähern uns jetzt der Meerenge zwischen Euböa und Andros, die Todeszone. Christoph guckt mich schon ganz komisch an. Das kann er euch gleich erklären, warum ich Todeszone sage. Wind hat ein bisschen nachgelassen. Wir haben jetzt das Ausbauen wieder aufgelöst. Und wahrscheinlich wird uns gleich auch noch ein Strom schön da durchschieben. So, erklär mal. Todeszone? Ja. Wir fahren jetzt zwischen Euböa und Andros durch. Das ist eine Meerenge und da steht in der Karte drin, dass da Strömungen von 1,5 bis 4 Knoten zu erwarten sind im Normalfall und bei starken Nordoststurm bis zu 7 Knoten. Und man soll auf jeden Fall wie immer Wind gegen Strom, also in dem Fall Wind gegen Welle auch vermeiden. Und ja, also wir haben heute gute Bedingungen. Der Wind läuft parallel zur Küste und vor uns öffnet sich jetzt auch diese Durchfahrt. Und ja, wir kriegen jetzt tatsächlich Strömung. Ich merke das. Wir sind ungefähr einen Knoten schneller geworden. Und wie Marion schon sagte, wir haben gerade den Schmetterling aufgelöst, damit wir hier in der Meerenge flexibel sind, falls irgendwas ist. Und vielleicht kriegen wir ja auch einen Cup-Effekt. Da wollten wir dann alle Möglichkeiten haben. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.
Und danke an alle, die schon mit an Bord sind. Das bedeutet uns wirklich viel. Es soll auch eine kleine Düse geben. Also der Wind soll sich auch ein bisschen verstärken dadurch. Und deswegen haben wir auch geguckt, dass wir ein moderates Windfenster haben. Das letzte Mal, als wir fahren wollten, dann doch nach Skyros abgedreht sind, wäre der Wind hier in der Meerenge 25 Knoten gewesen, laut Vorhersage. Das heißt, du kannst da aber noch mal ein bisschen was drauf machen und da sind wir, glaube ich, jetzt heute deutlich besser dran. Wir fahren jetzt durch Steno-Kaphirea durch. Das ist die Meerenge zwischen Euböa hinter mir und Andros da drüben. Und es ist total entspannt. Also wir haben zwar Wind bis 23 Knoten, habe ich vorhin mal gehabt. Also echter Wind bis 23 Knoten, achterlich. Aber das ist echt entspannt. Wir haben ungefähr einen halben Meter Welle. Ja, und schaukeln hier so durch. Es ist, glaube ich, wie häufig in den Büchern steht immer eine Warnung drin und das ist auch gut und richtig. Aber man muss das immer mit Vorsicht genießen. Also als ich hier drauf zugefahren bin vor 2 oder 3 Tagen, hatte ich auch den Eindruck, naja, Meerenge, klar, Kap-Effekt auch klar. Düse? Ja, eben genau, deswegen Düse. Und habe mir gedacht, naja, aber es wird vielleicht 5 bis maximal 10 Knoten mehr Wind sein, aber okay, alles gut. Das mit der Strömung ist schon auch wichtig, aber halt nur in die eine Richtung und das ist diese Richtung. Da hat man sie mit sich. In der anderen Richtung wird es halt dann schwierig, wenn man dagegen fährt, deswegen raten alle davon ab. Es gibt auf der Karte eine Info zu der Meerenge und der Strömung und die blenden wir euch mal ein und würden gerne wissen, wie ihr diese Info versteht, weil wir haben uns wirklich dumm und dämlich gesucht nach der Info aus dem Internet und meiner Meinung nach ist das eine falsche Information, die dort steht und die hat uns ganz schön kirre gemacht. Und ich würde gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Das würde uns interessieren. Es ist komplett wirr geschrieben. Ich habe das auch tatsächlich auch der KI gegeben. Die hat gesagt, was willst du von mir? Das ist komische Sachen, was da stehen. Das gibt es nicht und das stimmt nicht. Also bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sind hier immer noch in der Meerenge und fliegen teilweise mit über 8 Knoten hier entlang. Also klar, da ist auch ein bisschen Strom mit dabei, aber wir haben auch 25, 26 Knoten Wind und das fühlt sich so sicher an, das ist echt unglaublich. Also mit den anderen Booten hätte sich das wirklich anders angefühlt, die ich vorher hatte oder die wir vorher hatten. Aber so, Marion sitzt auf dem Syll und lächelt. Ja. Schön. Perfekter Tag. Ja, ne? Perfektes Segeln, ja. Herrlich. Tolle Wellen. Ja. Alles gut.
geschafft. Wir sind jetzt um die Ecke rum, steuern jetzt Bazi auf Andros an, wollen dort vor Anker gehen. Das soll sehr hübsch da sein, wurde uns gesagt. Ja. Gucken wir uns jetzt mal an. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen, weil der nächste Meltemi vor der Tür steht. Ja, Mittwoch ganz früh. Reicht. Ja, Also übermorgen ganz früh. ja. Ganz früh. Hm? Genau. So wie heute, so 3 oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich segel dich da raus, sei ganz beruhigt. Ja, dann alles gut. Nein, ich mache mir da sowieso keine Sorgen. Ja, was wir schauen müssen, ist, wie wir weitermachen wollen. Das, was wir wollten, wird nicht funktionieren und jetzt schauen wir mal. Das ist alles noch so ein bisschen offen. Also wir wollten uns eigentlich die Kykladen noch angucken, Ja. aber wollen jetzt auch nicht eine Woche hier in der Bucht festsitzen, weil der Meltemi drüber fegt. Das hatten wir jetzt gerade und deswegen ja, werden wir vermutlich weiterfahren. Eventuell die anderen leeseitigen Inseln noch ein bisschen angucken, aber das müssen wir vom Wetter abhängig machen. Da schauen wir dann mal. Ja, wir werden sehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir in die Bucht reinkommen.